Morgen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich will heute keinen Flamingo malen, aber so eine Art Kranich. Ich war nämlich letztens unterwegs, ja, und da habe ich einen Fischreiher gesehen und es hat mich inspiriert, auf jeden Fall. Könnte jetzt dem Flamingo ähneln, denke jetzt aber eher an einen Kranich und ja, an so was Fernöstliches. Dann auch noch mal ein paar Blumen wieder hin, aber ich will das heute anders malen. Also ich habe da eine Idee, wie genau weiß ich noch nicht, aber ich will auf jeden Fall irgendwie sowas mit Gold haben und dann werde ich schon sehen, wie es weitergeht. Ja, dann fangen wir jetzt mal an. Ich habe hier einen schönen Goldton, den mache ich noch mal ein bisschen dünner. An dem Morgen, als ich den Vogel gesehen habe, da schien so schön die Sonne. Es war so ein goldenes Licht. Das bringen wir jetzt hier auf die Leinwand erstmal. Ja, ich habe gerade überlegt, man könnte auch die Hände nehmen, aber nein. Ich nehme ja immer so eine Nagelbürste und dann verwischen wir erstmal die Farbe, gehen erstmal leicht rüber. Ja, die Linie könnt ihr jetzt ein bisschen verschmieren. Das macht nichts, sie wird ein bisschen doller sogar, aber ist egal. Jetzt steht dieser schöne Kranich. Für mich ist es einfach ein Kranich. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Schnabel die haben, aber gefühlt ist es so. Der hat jetzt hier viel Gold in sich. Ganz oft in der letzten Zeit mit einem Tuch gearbeitet. Das machen wir jetzt wieder. Also ganz viel Blumen und was wir alles gemacht haben. Jetzt machen wir auch Blumen und nehmen die noch mal so ein bisschen aus der nassen Farbe raus. Hier sollen die so lang flattern, die Blumen, also ganz abstrakt möchte ich das haben. So, ja, und jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Ich glaube, hier sind ein paar Fusseln. Ich nehme mal Blau. Jetzt ein Blau geholt. Ich habe die Wischer geholt. Ich dachte, na, vielleicht kann ich die gebrauchen. Jetzt fangen wir mit dem Hals an. Also mit dem Blau gehe ich jetzt erstmal darüber. Gucke mal, wie der sich einfärbt. Es wird ein bisschen grünlich. Alles in Ordnung. Passt ganz gut. Hier sind so die Beine. Kann man erstmal so andeuten. Jetzt habe ich mal die Konturen angelegt und ein bisschen, auch eigentlich ist es auch nur so ein Skizzieren immer, finde ich. Also so ein bisschen farblich skizzieren. Dann weiß man schon, oder man fühlt sich so langsam in die Form rein. Bei mir ist das immer so. Probiere ich so ein bisschen aus. Ich kann es ja immer wieder übermalen, das ist das Gute. Ja, das passt. Jetzt nehme ich doch den Wischer. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich den nehmen werde, aber ich glaube, das passt hier ganz gut. Dann kann ich nochmal so die Streifen ein bisschen rausziehen. Entstehen wieder Streifen, das passt auch immer, finde ich.
Ja, jetzt kommen hier wieder so ein paar Blumen. Vorhin im Gelb, jetzt ein bisschen im Blau, Gelb, Grün. Und das passt auch ganz gut. Hier hätte ich ja ein bisschen rüber gemalt, aber es macht gar nichts. Die Farbe ist eigentlich ganz schön. Ist jetzt noch so ein bisschen blasser. Muss dann halt irgendwie der Flügel noch rauf, wie auch immer. Ja. Jetzt noch an die andere Seite. Das mache ich jetzt einfach nochmal. Nee, ich mache den aber sauber hier. Ist noch so viel Farbe von eben. Oder irgendwelche Körner womöglich noch, dann passt das doch vielleicht nicht. Ja, jetzt tupfen wir da auch noch mal ein paar Blumen raus. So, ein bisschen verloren gegangen ist er hier, aber ist nicht schlimm. Also das passt schon. Ja, jetzt muss ich selbst kurz überlegen. Ja, ich könnte, ja, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen die Konturen wieder nach. Man kann auch gut mit den Fingern einfach ein bisschen mischen. Dann wird der Übergang ein bisschen weicher. Verblenden, so nennt man das ja heute. So die Beinchen dran. Und das Federkleid so ein bisschen. Die haben ja immer noch so Federn auch an den Beinen da, meine ich. Es mischt sich jetzt hier natürlich auch ganz schön, also wenn ich jetzt darüber komme, aber kann ja auch wieder gut aussehen. Schnabel. Dann nehme ich jetzt einfach einen Bleistift kurz, skizziere das hier nochmal. Das kann ich jetzt besser und mit dem Pinsel komme ich da jetzt, das ist mir jetzt zu fein. Das kann ich nachher nochmal nachziehen, aber jetzt reicht mir der Bleistift erstmal. So, ich drehe es jetzt mal. Meine Arme sind sonst irgendwann ja, lahm.
schon. Sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Mal ich hier die Flügelchen noch mal ein bisschen nach. Ich finde den Farbton zwar toll, aber irgendwie passt das nicht. Ich weiß nicht genau, wie das hier aussieht. Vielleicht schimmert da einfach nochmal so ein anderes Licht gegen. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, wusste ich noch nicht, was ich machen will. Und auf dem Weg hierher dachte ich so an den Fischreiher. Es war so eine schöne Eingebung. Und dann dachte ich so, ja Mensch, so in dieser Art könntest du doch mal was machen, weil ihr natürlich auch die Tasse bestellt habt. Also das war, glaube ich, auch nochmal so eine Motivation, doch nochmal so in diese Richtung zu gehen, weil die macht mir auch genauso viel Spaß wie die komplett abstrakte oder gegenstandslose Malerei. Deswegen hat mich oder motiviert mich das immer auch, eure Reaktionen auf die Videos oder auf die Tasse. Und der symbolisiert hier für mich einfach ganz groß Glück, Zufriedenheit. Der schaut ins Licht. Da ist so ein goldenes Licht drin und ja, das wünsche ich dir für das neue Jahr. Da denke ich jetzt schon dran. Einfach machen. Mach einfach. Schnapp dir deine Sachen, egal was du malen willst, ob abstrakt oder gegenstandslos, völlig egal, ob ein Flamingo oder nicht. Mach einfach. Hier gibt es so viele Anregungen auf meinem Kanal. Schau dir das einfach an. Und jetzt wünsche ich dir für das neue Jahr einen fröhlichen Start. Ich weiß nicht, wann das Video ausgestrahlt wird, aber mal's bunt, mal es so monochrom, eher wie hier. Mach, was du willst. Hauptsache du machst und findest hier ein bisschen Glück drin auf der Leinwand. Das wünsche ich dir. Das Video ist gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Ich freue mich total, denn ja, es gab natürlich auch, oder gibt es hier immer auch im Hintergrund viele Herausforderungen, die man lösen muss. Und hier waren es ganz klar Arbeitsspeicher, Datenvolumen, Zeit. Gerade zu dieser Zeit ist der Zeitmangel ja immer sehr präsent, würde ich mal sagen. Deswegen freue ich mich, dass alles noch hingehauen hat und das Video jetzt da ist. Denn wir haben jetzt den letzten Sonntag in diesem Jahr und für mich bedeutet dieses Bild so viel Glück und Zufriedenheit. Das strahlt einfach genau das aus und das ist das, was ich dir mitgeben will in das neue Jahr hinein. Ich wünsche dir einfach ein glückliches neues Jahr. Und kann das hiermit sehr schön symbolisieren. Also danke, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank, dass du diese malerische Sprache mit mir teilst, mit mir sprichst, dass ihr alle hier seid, dass wir dieses Jahr auch eben genau Herausforderungen mit als Thema aufgenommen haben oder ich die hier so mit eingepackt habe, meistens unterschwellig, aber doch viele davon haben genau das auch gehört und deswegen freue ich mich, dass viele ja nicht nur auf der Leinwand was geändert haben oder verändert haben, was erlebt haben, sondern auch im wahren Leben gemerkt haben, wow, da tut sich was. Also herzlichen Dank nochmal, dass du die Videos schaust, dass du das Abo hast, dass du einen Kommentar schreibst. So schön, also wirklich Dankeschön. Und für das Like natürlich danke. Für den Chat danke. Toll, dass ihr alle da seid. Ich freue mich immer vor euch. Ich sitze da meistens mit so einem Grinsen, mit meiner Tasse Kaffee in der Hand und ja, freue mich einfach. Also hab einen ganz schönen Start in das neue Jahr und wir sehen uns. Tschüss!